Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute zeige ich euch, wie man Natur-Kokosjoghurt selber herstellen kann, der nicht nur sehr köstlich schmeckt, Mashallah, sondern auch zudem äußerst gesund ist. Denn im Gegensatz zu herkömmlichen Milchjoghurts, die man im Handel kaufen kann, die zum einen oft Antibiotika beinhalten, weil sie von nicht artgerechten Tieren stammen, die selber Antibiotikum verabreicht bekommen und die zudem alle gesundheitlichen Nachteile liefern, die mit dem Genuss pasteurisierter und verarbeiteter Milchprodukte verbunden sind. Im Gegensatz dazu besitzt dieser gesunde, vegane Kokosjoghurt diese Nachteile nicht, weil er aus Bio-Kokosnüssen hergestellt wird, die frisch und unverarbeitet sind und denen wir einfach ein Joghurtferment zufügen, sodass daraus ein gesunder probiotischer Joghurt entsteht, der zudem noch die vielen gesunden Eigenschaften der Kokosnuss beinhaltet. Und wie man diesen gesunden veganen Joghurt herstellt, das zeige ich euch jetzt. Zuerst zeige ich euch hier die Packung mit den frischen Kokosnüssen. Und zwar sind hier 9 Kokosnüsse enthalten. Frische Kokosnüsse, die direkt vom Baum kommen, also von der Palme kommen, bei denen die Schale noch nicht entfernt wurde. Und sie sind deshalb grün und nicht braun, wie man sie im Handel immer vorfindet. Und sie enthalten noch sehr viel mehr von diesem köstlichen und hochgesunden Kokoswasser. Und das Kokosfleisch selber ist noch ganz dünn und weich. Diese frischen Bio-Kokosnüsse sind daher etwas ganz Besonderes und es lohnt sich allemal, diese einmal im Sommer zu bestellen. Selbst wenn es nur wegen des hochgesunden Kokoswassers wäre, welches zu den gesündesten Durstlöschern überhaupt zählt, jeden ISO-Drink in den Schatten stellt, ein super Sportgetränk ist, bei der Behebung von Mineralstoffmängeln hilft, den Körper in nahezu jeder Regenerationsphase unterstützt, eine positive Wirkung auf den Säurebasenhaushalt ausübt und darüber hinaus die Herz-, Knochen- und Nierengesundheit fördert. Subhanallah. Um jetzt an dieses kostbare Kokoswasser zu gelangen, müssten wir mit einem Beil oder einer Machete zuerst natürlich hier die Kokosnuss vorne aufhacken, bis man dann an das innere Fleisch gelangt, wie wir das jetzt hier sehen. Sobald man hier so eine Stelle erreicht hat, kann man dann ganz einfach den Rest öffnen oder sich einfach einen Strohhalm hineinstecken und dann dieses köstliche, gesunde Kokoswasser mit einem Strohhalm austrinken. Jetzt im Sommer und im Ramadan wäre dieses isotonische Getränk ideal, um damit das Fasten zu brechen, weil es nichts Durstlöschenderes gibt als dieses Kokoswasser und zudem uns sofort mit hochwertiger Energie beliefert. Und weil es basisch im Körper verstoffwechselt wird, gleicht es super einen Säureüberschuss aus. Abgesehen davon aber könnte man das natürlich auch super jetzt für unseren probiotischen Joghurt verwenden, indem wir sowohl das Kokoswasser als auch das weiche Kokosfleisch in den Mixer geben und diese beiden Zutaten dann in den Mixer pürieren, sodass wir daraus dann am Ende unseren probiotischen, gesunden Joghurt herstellen können. Da mir aber dieses herrliche Kokoswasser einfach zu kostbar ist, trinke ich es jetzt im Ramadan immer lieber zum Fastenbrechen mit einem Strohhalm aus der frischen Kokosnuss, so wie wir das hier jetzt sehen, und benutze nur das frische Kokosfleisch für den Joghurt, welches ich dann aber wiederum mit Kokosmilch vermische. Dazu hole ich mir eben dann die Bio-Kokosmilch vom Alnatura und gebe diese dann zusammen mit diesem frischen gelartigen Kokosfleisch aus der Kokosnuss zusammen in den Mixer und püriere diese darin. Da alles von der Kokosnuss so unglaublich gesund ist, subhanallah, erhalten wir dann damit einen sehr gesunden, leckeren probiotischen Joghurt. Da Probiotika lebende Mikroorganismen enthalten, die sich in unserem Darm ansiedeln und unsere Darmflora stärken können, indem sie bei der Verdauung helfen und unsere Abwehrkräfte stärken, sollten wir uns regelmäßig probiotische Lebensmittel zuführen. Eines solcher probiotischen Lebensmittel wäre dann eben dieser probiotische Kokosjoghurt, den wir auf diese Weise herstellen werden. Wie ihr seht, haben wir jetzt das Kokosfleisch von 2 frischen Kokosnüssen hier reingegeben, eine Dose von der Bio-Kokosmilch und noch etwa 100 Milliliter destilliertes Wasser. Diese 3 Zutaten werden jetzt gründlich püriert und dann werden wir ein Joghurtferment hinzugeben. Ich hatte damals dieses hier verwendet, allerdings möchte ich euch ein anderes empfehlen und ich werde euch das, was ich euch empfehlen werde, dann später in der Infobox verlinken.
denn es sollte nur ein Ferment sein, deren probiotische Kulturen auf ihre nutzenbringenden Eigenschaften für die menschliche Gesundheit getestet wurden. Die wichtigsten von ihnen sind Bifidobacterium bifidum und Longum, als auch Lactobacillus acidophilus, Rhamnosus und Casei. Für die meisten anderen Bakterienstämme, die in Probiotika als Nahrungsergänzungsmittel oder auch in Joghurtfermenten enthalten sind, wurden noch keine Unbedenklichkeitsüberprüfung für die menschliche Ernährung gemacht. Und deshalb sollte man solche Probiotika als Nahrungsergänzungsmittel oder auch als Joghurtferment unbedingt meiden. Denn wenn sich ein Bakterienstamm nicht mit den anderen Darmbewohnern versteht, kann das zu einer Verschlechterung der Gesundheit führen. Das dazu. Ja, wie wir jetzt gesehen haben, haben wir den fertigen Joghurt in dieses Einmachglas gefüllt und den Deckel gut verschlossen. Und jetzt kommt das Ganze einfach an einen warmen Ort, wo es dann zugedeckt 1 bis 2 Tage fermentieren kann. Und je nachdem, wie sauer man gerne den Joghurt haben möchte, lässt man in das Glas dann eben 1 oder 2 Tage lang fermentieren. Wer den Joghurt gerne etwas milder haben möchte, lässt ihn nur einen Tag fermentieren, woraufhin er dann den Joghurt in den Kühlschrank stellt. Man könnte dann den Joghurt nach einer Nacht oder nach einem Tag, je nachdem, öffnen und probieren und je nach persönlicher Präferenz ihn dann in den Kühlschrank stellen oder noch etwas länger fermentieren lassen. So einfach kann man also einen probiotischen, gesunden Joghurt herstellen. Und sobald dieser dann kühl gestellt wurde, kann man ihn benutzen, wie immer man Joghurt benutzen möchte, sei es mit Früchten, mit etwas Xylit als Süßungsmittel zum Beispiel oder auch in Salate geben oder auch zum Kochen verwenden, in welchem Fall allerdings dann die gesunden Bakterienstämme abgetötet werden würden. Deshalb wäre es natürlich zu empfehlen, solch einen probiotischen Joghurt nur für die Rohkostküche zu verwenden. Da unser Darm und unsere Darmflora eine wichtige Rolle für unsere Gesundheit spielen, können Probiotika vor Krankheiten schützen und helfen, unsere Abwehr zu stärken. Denn je gesünder der Darm und je ausgeglichener die Darmflora, umso stärker das Immunsystem und so gesünder der Mensch. Und da sich der Zustand der Darmflora auf jede akute oder chronische Erkrankung inklusive Übergewicht auswirkt, können Probiotika bei nahezu allen Beschwerden und körperlichen Problemen eingesetzt werden. Denn eine gesunde Darmflora unterstützt die Leber, was automatisch einen positiven Einfluss auf den Blutzucker als auch den Cholesterinspiegel nach sich ziehen kann. Probiotika aktivieren außerdem Entgiftungsprozesse, schützen vor Allergien, sie beugen sogar einer Sepsis vor, was gerade bei Kindern auch von Bedeutung ist. Sie reduzieren auch das Risiko für Atemwegserkrankungen. Auch können sie sogar vor einer Grippe schützen, auch vor Morbus Crohn, vor einer Fettleber. Sie sorgen für eine schnelle Erholung bei Rückenmarksverletzungen. Sie stärken den Spitzensportler. Sie helfen bei Knochenschwund. Sie senken den Blutdruck. Sie sind wirksam gegen das metabolische Syndrom. Sie entgiften sogar Schwermetalle. Sie beugen Darmkrebs vor, bekämpfen den Vaginalpilz, senken den Cholesterinspiegel, sind wirksam gegen Diabetes und durch die Darmtherapie sollen sie sogar bei Autismus helfen. Auch den Alterungsprozess verlangsamen sie und so gibt es noch etliche positive Wirkungen, welche Probiotika auf unseren Organismus haben. Und deshalb sollte man sich dauerhaft mit Probiotika versorgen, sei dies nun durch solch einen gesunden Kokosjoghurt oder durch fermentierte Gemüse, wie zum Beispiel Sauerkraut oder anderes fermentiertes Gemüse. Dazu hatte ich ja schon ein Video gedreht, das werde ich euch hier oben in den Infokarten inshallah verlinken. Abgesehen davon, dass man diesen gesunden Joghurt nun auf diese Weise zum Beispiel süß verzehren könnte, indem man ihn mit gesunden Wildheidelbeeren und Xylit versieht, könnte man ihn auch für deftige Gerichte benutzen, wie zum Beispiel hier für den Salat. Das würde auch sehr gut mit diesem Kokosjoghurt zusammenpassen und sehr lecker schmecken, mashallah. Ich gebe mir diesen leckeren Kokosjoghurt jeden Tag in meinen gesunden Salat, zu dem ich auch das Leinöl gebe, welches sehr gesund ist, weil es Omega-3-Fettsäuren beinhaltet. Dazu gebe ich dann auch immer meine gesunden Sprossen, als auch mein selbst hergestelltes Sauerkraut. Das ist auch hier drin enthalten in diesem Salat. Auf diese Weise versorge ich mich mit vielen gesunden Bakterienstämmen. Dann hoffe ich, dass euch dieses Video als Inspiration dient, in Zukunft regelmäßig probiotische, gesunde Lebensmittel in euren Speiseplan zu integrieren. Dann wünsche ich euch gutes Gelingen bei diesem gesunden probiotischen Kokosjoghurt. Guten Appetit, eine gute Gesundheit, vergesst nicht Bismillah zu sagen und dann sehen wir uns inshallah wieder im nächsten Video. Liebe Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.